Guten Abend, Sir George. Guten Abend, Jean. Ist Madame fertig? Ich weiß es nicht, Sir George. Madame, Sie verreisen? Viel Vergnügen. Danke, Graf. Wenn mir noch mal zu Ohren kommt, dass du den Klienten oben Strumpfgeld abverlangst, dann knallt's. Kasse ist unten bei Madame Lulu, verstanden? Madame, der Graf hat es mir ganz von selbst angeboten. Halt die Klappe. Los, los, der Graf wartet. Na, endlich, Kitty. Hast du Lulu gesagt, dass die Abrechnung nach London geht? Du hast ihr gesagt, ich hab's ihr gesagt, jetzt weiß sie Bescheid. Hoffentlich. Ich komme auf Empfehlung. Ist Madame persönlich zu sprechen? Ich glaube, mein Herr, Madame ist bereits... Madame ist noch hier. Halt mal plump. Was kann ich für Sie tun, bitte? Madame, ich fürchte, ich komme in einem ungünstigen Augenblick. Mein Bruder Bob Longfield legt mich Ihnen ans Herz. Ah, wie geht es ihm? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ja, der Arme hat eine Dummheit gemacht. Er hat geheiratet. Was Sie nicht sagen. Und um die Verbindung zwischen Ihnen und unserer Familie nicht abreißen zu lassen, hat er mir Ihre Adresse anvertraut. Ah. Ja, da muss ich wohl etwas für Sie tun. Ja. Kommen Sie. Der Nordexpress wartet nicht, Madame. Ich weiß. Ist das nicht George Crofts? Ja, das ist er. Ja, wir Engländer haben es schwer. Wenn wir uns amüsieren wollen, müssen wir ins Ausland. Das ist Madame Lulu. Madame? Bitte, Lulu. Wollen Sie selber wählen oder wünschen Sie meinen Rat? Madame, ich vertraue Ihrer Erfahrung. Ihr Bruder Bob hatte einen konservativen Geschmack, wenn ich mich recht erinnere. Ich schlage leider etwas aus der Art, Madame. Ich bin der Revolutionär in der Familie und suche immer nach neuen Wegen. Also dann würde ich Jeannette empfehlen. Ist eine sehr begabte Pfadfinderin. Sehr wahrscheinlich. Also jetzt habe ich alles für Sie getan, was in meiner Macht steht. Darf unter keinen Umständen meinen Zug versäumen. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich Sie aufgehalten habe. Gute Reise. Auf baldiges Wiedersehen, Herr Longfield. Wohin reist Madame? Nach England. Sie hat in der Nähe von London ein Haus gekauft. Bei London? Glaubt Madame, dass Sie in England ein Haus wie dieses... Es handelt sich um ein Privathaus. Madame wünscht in Zukunft einige Monate im Jahr in England zu leben. Ach so, das ist etwas anderes. Jeannette wird gewünscht.
Sag mal, war das nicht der junge Longfield? Ja. Wer hat mich gerade gefragt, war das nicht George Crofts? Und was hast du geantwortet? Dass du's bist, was denn sonst? Das sieht dir ähnlich. Reg dich nicht auf, er denkt bestimmt, du bist auch ein Kunde. Noch ein Gästezimmer. Werden wir denn so viele Gäste haben? Ja, ja. Ihre Mutter hat die Absicht, hier ein großes Haus zu führen. Ja, groß genug ist es. Verzeihung. Lassen Sie nur, Herr Brett, das mache ich schon. Fräulein Vivi, geben Sie Obacht. Warum? Glauben Sie, ich mache sowas heute zum ersten Mal? Mir scheint, man hat Sie auf der Universität zu einer sehr selbstständigen jungen Dame erzogen. Ich arbeite gern, Herr Brett. Hier haben die Hunde von Lady Allison gewohnt. Was fangen wir damit an? Ja, man könnte hier natürlich auch einen kleinen Salon einrichten. Ihre Mutter sagte sowieso, sie brauche einen Platz, der nur ihrer Tochter und ihr gehört. Nun gut, wir haben ja auch keine Hunde. Wenn es darum geht, unsere Bella hat gerade geworfen. Ich weiß allerdings nicht, wer der Vater ist. Mein Alter behauptet eine Bulldogge, aber du weißt ja, er lügt. Herr Brett, diesen jungen Mann dürfen Sie nicht ernst nehmen. Er ist der größte Taugenichts, den es gibt. Sie hat keine Ahnung von Männern. Ich kenne viel größere. Ich heiße Frank Gardner. Ich heiße Brett. Ja, ja, ich weiß. Sie sind der berühmte Architekt, von dem Vivi gesagt hat, sicher wird er alles ganz anders einrichten, als es mir gefällt. Aber Frank, Fräulein Vivi, sind Sie etwa mit meinen Vorschlägen nicht einverstanden? ich bitte Sie, Herr Brett, das ist nicht wichtig. Dies ist das Haus meiner Mutter. Ja, aber sie hat es in erster Linie für Sie gekauft. Und ich habe Auftrag, mich vollkommen nach Ihren Wünschen zu richten. Na also, warum sagst du nicht, dass du hier dein Schlafzimmer einrichten willst? Du könntest mir einen Gefallen tun, Frank. Ja, ich gehe schon. Und wann setzen wir unsere Schießübungen fort? Das weiß ich nicht. Meine Mutter kommt heute. Heute? Na, endlich. Ich war noch nie so neugierig auf eine Dame, die mich... Ich meine, die mich nur als Dame interessiert. Herr Brett, Ja? Sie sind doch mit meiner Mutter gut befreundet, nicht wahr? Ja, ja, wir kennen uns seit Jahren. Wie glauben Sie, werde ich mit ihr auskommen? Also ich hoffe, dass... Es liegt mir weniger daran zu hören, was Sie hoffen, als was Sie glauben. Ja, also in diesem Fall... Aber was rede ich da für Unsinn? Selbstverständlich werden Sie sich mit Ihrer Mutter wundervoll verstehen. Glauben Sie, dass man hier ein Bad einrichten kann? Ein Bad? Ja, durchaus. Die Wasseranschlüsse liegen ja noch da. Nur, um es wenigstens zu erwähnen, ich glaube, Ihre Mutter wird sehr traurig sein, wenn Sie Ihr Schlafzimmer nicht in ihrer Nähe einrichten. Meine Mutter hat 22 Jahre lang nicht das geringste Bedürfnis gezeigt, mich in ihrer Nähe zu haben. Nicht einmal in den Ferien hat sie mich zu sich kommen lassen. Und Fräulein Vivi, Sie wissen doch, dass Ihre Mutter dauernd auf Reisen ist. Ich weiß gar nichts. Ich sah sie nur, wenn sie nach England kam. Hin und wieder bekam ich eine Postkarte aus Wien oder aus Paris oder aus Brüssel. Aber was sie dort tut, das weiß ich nicht. Wissen Sie es? Das wäre doch wirklich nicht sehr taktvoll von mir, wenn ich über eine alte Freundin hinter Ihrem Rücken mit Ihrer Tochter sprechen würde. Sie werden ja bald Gelegenheit haben, Ihre Mutter selber nach allem zu fragen. Nein, sie will auch nicht darüber sprechen. Fräulein Vivi, Sie rauchen? Ich glaube kaum, dass Ihrer Mutter das gefallen wird. Warum soll meiner Mutter alles gefallen, was ich tue? Sie wird ihr Leben führen und ich das meine, wie bisher. Ich bin entschlossen, nach London zu gehen, um meinen Lebensunterhalt selber zu verdienen. Oh, das wird Ihrer Mutter nie erlauben. Dann wird es zu einem Kampf kommen. Und ich werde in diesem Kampf siegen. Denn ich habe keine Geheimnisse zu hüten, aber es scheint, meine Mutter hat welche. Nötigenfalls werde ich diesen Vorteil ausnützen. Fräulein Vivi, hüten Sie sich, zu weit zu gehen. Mit Ihrer Mutter ist nicht zu spaßen, wenn man sie reizt. Vergessen Sie nicht, dass ich Ihre Tochter bin.
mein lieber Jameson. Ich freue mich, Sie zu treffen. Ich höre, Sie erwarten heute Ihre neue Herrin. Jawohl, wir haben eine Depesche erhalten. Ah, dann bestellen Sie ihr bitte, dass es mir eine große Freude wäre, die Nachfolgerin von Lady Ellison am Sonntag im Bethaus zu begrüßen. Ich hoffe, meine kleine Schrift wird inzwischen zu Ihrem Herzen sprechen. Ich danke Ihnen, Jameson. Bravo, Alter. Das ist ein sehr vorteilhafter Platz. Ja, hier wird Lady Warren meinen kleinen Gruß nicht übersehen. Frau Warren. Ach, sie ist nicht von Adel. Nein, aber mit irdischen Gütern reich gesegnet. Du tust recht daran, dich um ihre Seele zu bemühen. Ja, der leere Stuhl von Lady Ellison wartet auf ihre Nachfolgerin. Ja, und neben dem Stuhl wartet die Opferschale auf eine reiche Spende. Mein armer Alter, ich fürchte, die gesegneten Zeiten von Lady Ellison sind vorbei. Vivis Mutter ist im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte. Du könntest mir eine große Hilfe sein, mein Sohn, wenn du bei Fräulein Vivi ein gutes Wort für mich einlegtest. Was versprichst du dir davon? Vivi hat einen scharfen, nüchternen Verstand und das Staatsexamen in Mathematik mit Auszeichnung bestanden. Glaubst du nicht, dass ihr Urteil über dich schon längst feststeht? Wenn sie einen so scharfen Verstand hat, müsste sie doch nun, was du für ein Taugenichts bist. Das weiß sie doch längst. Ich brauchte sie nur einmal anzusehen, da hatte sie es heraus. Aber zum Glück gibt es Frauen, die an einen Mann etwas anderes schätzen. Als einen ehrenwerten Charakter. Ich erschrecke über deine Schamlosigkeit. Hast du vergessen, was du mir geraten hast? Ja, ich habe dir geraten, deine Faulheit zu überwinden und dich nach einem ehrenwerten Beruf umzusehen, statt mir auf der Tasche zu liegen. Nein, das ist dir doch eben erst jetzt eingefallen. Du hast mir geraten, mein hübsches Aussehen auszunutzen und mir ein reiches Mädchen anzulachen. Nie habe ich einen so abscheulichen Gedanken gehabt. Außerdem bezweifle ich, dass Fräulein Warren überhaupt so viel Geld hat, wie du brauchst. Ich bin doch gar nicht so verschwenderisch, wie du glaubst. Ich trinke nicht, ich spiele nicht. Und ich mache keine Schulden, um die Weiber zu bezahlen, wie du das in meinem Alter getan hast. Schweig! Verleumder! Du hast mir doch selbst erzählt, dass du einer Frau 50 Pfund für die Briefe geboten hast, die du ihr geschrieben hast. Ja, aber sie hat die 50 Pfund zurückgeschickt. Wissen ist Macht, sagte sie. Und Macht verkaufe ich niemals. Ach, ich wünschte, ich hätte dir nie etwas anvertraut. Ja, das war falsch. Du bist unverbesserlich. Hey, Alter! Dein einziger Sohn ist völlig abgebrannt. Wie wär's mit einer milden Spende? Ich habe selber keinen Penny. Wie kann ein frommer Mann so lügen? Doch gar nichts geschrieben. Ja, aber leider ist es nicht dein Wappen. Das weiß ich. Aber es ist ein gutes Etikett, was? Ja, ungefähr wie die 3 Sterne auf der Cognacflasche, die du mit Fusel füllst, wenn deine Gäste betrunken sind. Genauso. Ach, das ist wohl Jameson, der Butler, den ich mit eingekauft habe, den ich mit engagiert habe. Sehr wohl, milady. Ich bin keine Lady. Ich bin Frau Warren. Schlicht und einfach Frau Warren. Jawohl, Madame. Wenn Sie erlauben, kümmere ich mich jetzt um das Gepäck. Ja, bitte, tun Sie das.
Na Gott sei Dank. Hier drinnen scheint wenigstens nicht die Sonne. George! Das ist die Halle. Pompös, was? Ja. Also Freddy hat mich doch noch nie enttäuscht. Er hat doch einen aristokratischen Geschmack. Warren der Erste. Nein. Nein. George, ich glaube, ich habe meine Moneten nicht zum Fenster rausgeschmissen. Kitty Warren in einem Schloss. Wer hätte das gedacht? Donnerwetter. Ist das Ihre Tochter, Kitty? Wo? Vivi? Ja, Kind, ich hatte ja keine Ahnung, dass du schon hier bist. Guten Tag, Mutter. Guten Tag, Mutter. Sei nicht so fremd. Komm her, gib mir einen Kuss. Freddy. Freddy. Ja, Kitty, welche Freude. Da bin ich, da bin ich, da bin ich. Ja, also, ich finde alles wundervoll. Aber Kitty, Sie haben ja noch gar nichts gesehen. Nein, aber was ich gesehen habe, finde ich einfach wundervoll. Würden Sie mich Ihrer Tochter vorstellen, Kitty? Ja, natürlich. Das ist Sir George Crofts, ein alter Freund von mir. Meine kleine Vivi. Darf ich einer jungen Dame die Hand drücken, von der ich als der Tochter meiner ältesten Freundin schon so viel gehört habe? Guten Tag. Möchtest du hinaufgehen, Mutter? Dein Schlafzimmer ist schon fertig eingerichtet. Ja, ja. Komm, zeig es mir. Wer ist der junge Mann? Was machst du denn noch hier? Es ist Frank Gardner, Mutter, ein Bekannter von der Universität. Er ist krank vor Neugierde, dich kennenzulernen. Ah, ein Bekannter von dir. Ich hoffe, ich gefalle Ihnen, gnädige Frau. Finden Sie unsere Bekanntschaft nicht noch etwas zu kurz, um danach zu fragen? Wenn gnädige Frau erlauben, bin ich gerne bereit, diese Bekanntschaft zu vertiefen und meine Frage zu wiederholen. Ja, das erlaube ich Ihnen frechtags. Komm, Vivi. Rand, Kittys kleine Vivi. Ja, das ist sie. Das ist also mein Schlafzimmer. Wie heißt sie? Ida. Danke, Ida. Sehr hübsch. Ich liebe große Schlafzimmer. Ach, das ist wohl dein Zimmer. Wie ist es denn geworden? Warum ist denn das nicht eingerichtet? Mein Zimmer liegt drüben. Drüben? Wo drüben? Auf der anderen Seite, wo die Zimmer sind. Aber Schäfchen, du bist doch hier nicht zu Gast. Ach, was für eine Idee. Ja, das lässt sich ja leicht umräumen. Wer ist eigentlich der Herr, der dich begleitet, Mutter? George ist ein Crofts. Er gehört zur besten Gesellschaft. Sein Bruder ist Lord und sitzt im Oberhaus. Er kann uns sehr nützlich sein. Mir liegt nichts an der Gesellschaft. Mein Kind, du bist noch sehr jung. Du weißt nicht, was es bedeutet, ob man dazu gehört oder nicht. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass ich George so gut kenne. Wie gut kennst du ihn? Wie gut ich ihn kenne? Ach so, das macht dir Kummer. Hältst ihn wohl für meinen Dummchen? Hätte ich ganz andere Möglichkeiten. George war mal sehr verliebt in mich, aber heute haben wir rein geschäftliche Beziehungen. Was machst du eigentlich für Geschäfte, Mutter? Was ich für Geschäfte? Ja, habe ich dir denn nie davon erzählt? Du hast mir gesagt, du besitzt Häuser. Aber was sind das für Häuser, dass du immer herumreisen musst, von einem zum anderen? Ja, was das für Häuser sind? Das sind Hotels. Kleine Privathotels. Ja, natürlich muss ich mich da selbst drum kümmern. Bei mir verkehrt nur die beste Gesellschaft und diese Leute sind sehr anspruchsvoll und da muss man ihren Geschmack kennen und ihre Gewohnheiten. Ja, und deshalb reise ich andauernd hin und her und her und hin. Ein Haus in Wien und eins in Brüssel und zwei in Paris und eins in Budapest.
Und die gehören alle dir? Naja, also nicht mir allein. George ist beteiligt. Warum hast du mir das nie erzählt? Ja, aber Kind, ich habe doch keine Ahnung, dass du dich dafür interessierst. Ich habe dich mehrmals danach gefragt. Hast du das getan? Wann soll das gewesen sein? In den Briefen, die ich dir geschrieben habe. Und ich habe nicht geantwortet? Nein. So, aber das war sehr unrecht von mir. Ja, das war es. Ja, sei doch nicht so tragisch, ich bitte dich. Aber so wichtig ist es doch nicht, womit man sein Geld verdient. Wichtig ist nur, dass man es hat. Dass man sich damit ein anständiges Leben machen kann. Und das können wir, was? Das können wir. George, haben Sie eine Ahnung, wo Vivi ist? Ich weiß weder, wo Vivi ist, noch wo Kitty ist, noch wo Sie sich rumtreiben. Jedenfalls kümmert sich kein Mensch um mich. Ja, entschuldigen Sie vielmals, ich war auf der Post und habe die Tapetenmuster abgeholt. Brad? Ja? Brad, ich möchte Sie mal was fragen. Ja, bitte. Trinken Sie einen Whisky mit? Ja, warum nicht? Ja, da wir nun gerade mal alleine sind. Pur? Ja, bitte. Hat Kitty Ihnen jemals gesagt, wer der Vater Ihrer Tochter ist? Nein, nie. Und Sie haben auch keine Ahnung? Nicht die geringste. Es ist mir sehr peinlich, darüber im Unklaren zu sein. Ich weiß nämlich nicht, was ich für Sie empfinden darf. Aber was liegt denn schon daran, wer Ihr Vater ist? Brett, wenn Sie es wissen, verraten Sie es mir. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass Sie es nicht Ich meine weiß. ja nur, wenn Sie es wüssten, dann könnten Sie mich über meine Empfindungen beruhigen. Tatsache ist, dass ich mich stark zu ihr hingezogen fühle. Sie brauchen nicht gleich einen Schreck zu bekommen. Das sind ganz unschuldige Gefühle. Trotzdem beunruhigen Sie mich. Bedenken Sie, Brett, ich selbst könnte Ihr Vater sein. Sie? Unmöglich. Ausgeschlossen. Wissen Sie genau, dass ich es nicht bin? Ich weiß gar nichts. Aber sehen Sie doch mal in den Spiegel. Es besteht doch nicht die geringste Ähnlichkeit zwischen Ihnen beiden. Was das anbelangt, so besteht auch keine Ähnlichkeit zwischen ihr und Ihrer Mutter. Sie ist doch nicht am Ende Ihre Tochter, Brett. Hören Sie zu, George. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich es nicht weiß. Fragen Sie Kitty. Ich habe sie schon gefragt, mehr als einmal, aber die scheint ihre Tochter ganz für sich allein behalten zu wollen. Am liebsten würde sie leugnen, dass das Mädchen überhaupt einen Vater hat. Die Sache beunruhigt mich sehr. Ich glaube, Sie haben es faustdick hinter den Ohren. Oh ja, mit mir kann man sich amüsieren. Aber ich wäre mit Ihnen viel lieber in Wien als hier auf dem Land. Das kann ich mir denken. Wollen wir zusammen nach Wien fahren? Wäre doch ein Hauptspaß. Nein, ich danke. Dazu sind Sie mir noch ein bisschen zu jung. Wirklich? Sie, hören Sie mal, Sie kleiner Junge, Sie. Machen Sie sich ja keine falschen Vorstellungen über mich, verstanden? Ja, also da kann ich nichts dafür, liebe Frau Warren. Ich habe sehr viel Fantasie. Also da haben wir es. Das kommt davon, wenn man sich langweilt. Aber bilden Sie sich nichts ein. Das war ein rein mütterlicher Kuss. Nein. Gehen Sie und machen Sie Vivi den Hof. Ach, das habe ich schon längst getan. Was? Was soll das heißen? Vivi ist noch ein Kind. Oh, machen Sie sich keine Sorge um Vivi. Sie hat es nicht halb so nötig, dass man auf sie aufpasst wie ihre Mutter. Ich meine, sie ist nicht so verführerisch wie Sie. Ach, Sie haben eine tüchtige Portion Unverschämtheit im Leib. Und eine Menge Rosinen im Kopf. Hier, halten Sie plump. Und was ist mit dieser hier? Na, aber dieses Streifenmuster ist doch sehr interessant, nicht wahr, Frau Levy? Ein bisschen aufdringlich. Allerdings, ja. Na, Frank, da können Sie lernen, wie sich ein feiner Herr auf dem Lande benimmt. Er liest die Times und macht dabei ein Gesicht, das aber Bauchgrimmen hat. Ein Glück, dass es überhaupt noch Zeitungen gibt. Ich langweile mich ja hier zu Tode. Kein Mensch kümmert sich um mich. Sie treiben sich da mit dem Jüngling sonst irgendwo herum und
Ihre kleine Vivi hat ja nur noch Augen für Herrn Brett und seine Tapeten. Sie irren sich so, George. Vivi hat nur Augen für die Tapeten. Weder für Sie noch für mich besteht der geringste Grund, auf Pratt eifersüchtig zu sein. Haben Sie das Gefühl, junger Mann, dass Sie mich schon gut genug kennen, um solche Scherze mit mir zu machen? Lassen Sie sich nicht bitte mal ein, George. Er bleibt keine Antwort schuldig. Geben Sie mir was zu trinken. Tauge nichts. Frank, da kommt dein Vater. Was? Sie sind der Sohn eines Geistlichen? Also das hätte ich nicht gedacht. Nein, 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 verstecken Sie lieber das Glas. Ach, vor dem brauchen Sie das Whiskyglas nicht zu verstecken. Schon eher die Flasche. Na los, komm herein, Alter. Du hast es geschafft. Ich bitte um Vergebung, Frau Warren. Ich hielt es für meine Pflicht, Sie im Namen meiner kleinen Gemeinde zu begrüßen. Sam! Sam Gardner! Ich weiß nicht, Frau Warren. Ich fürchte... Aber Sam, alter Esel, erkennen Sie mich denn nicht? George, erinnern Sie sich nicht noch an Sam, den kleinen Hilfsprediger? Ja, natürlich. Ja, wahrhaftig, Sam Gardner. Sie können doch die kleine Kitty nicht vergessen haben. Ich habe irgendwo noch eine ganze Mappe voll mit seinen Briefen. Ja, doch. Jetzt erinnere ich mich. Fräulein Vavasour? Ja, jetzt Frau Warren, bitte. Da ist meine Tochter. Ich weiß. Ich kenne Herrn Gardner schon, Mutter. Nein, dass Sie hier Pfarrer sind? Ja, das ist ein eigenartiges Zusammentreffen. Aber ich möchte Sie richtig informieren. Ich bin nicht der eigentliche Pfarrer dieses Bezirks. Ich habe mich schon lange von der Kirche getrennt. Genier dich nicht, Alter. Sag offen, dass sie dich rausgefeuert haben. Rausgefeuert, finde ich großartig. Hier nehmen Sie Whisky. Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wenn Sie nicht mehr Pfarrer sind, warum sehen Sie dann so aus? Er hat seine eigene Firma aufgemacht, das ist alles. Frank, ich bitte dich. Gott wies mir einen Weg abseits von der großen Straße. Es gibt einen Kreis edler Menschen, die mich zu ihrem Hirten erwählt haben. Wir haben uns zu der Gemeinde der frommen Brüder und Schwestern zusammengeschlossen. Das sieht Ihnen ähnlich. Er hat schon damals verstanden, die Leute an der Nase rumzuführen. Prost, Gardner. Sie tun mir Unrecht. Lady Ellison zum Beispiel, die vor Ihnen hier gelebt hat, war bis zu ihrem Tode meine treueste Dienerin. Seine beste Kundin, Sie können sich vorstellen, wie er sie betrauert. Ich glaube, wir arbeiten morgen weiter, Herr Brett. Wie Sie wünschen, Frau Levy. Was hat sie denn schon wieder? Ich glaube, wir waren wohl etwas zu deutlich. Unsinn, wir haben doch gar nichts gesagt. Ach, sie soll nicht so empfindlich sein. Wollen wir nicht weglaufen und uns vor der ganzen Bande verstecken? Weglaufen, das passt zu dir. Was hast du ihm getan? Du hast recht. Ich hatte Angst, ich könnte lernen, mit meiner Mutter ebenso zu sprechen, wie du mit deinem Vater. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht vergessen, was er meiner Mutter angetan hat. Außerdem ist es die einzige Sprache, die er versteht. Aber ich verspreche dir, dass du wenig mit ihm zu tun haben würdest, wenn du so unvorsichtig sein solltest, seine Schwiegertochter zu werden. Ich werde in meinem zukünftigen Leben mit niemandem etwas zu tun haben, der zu den Freunden meiner Mutter gehört. Außer vielleicht mit Brett. Wie gefällt dir meine Mutter? Hm? Man kann sich gut mit ihr amüsieren. Aber eigentlich ist sie ein bisschen unmöglich. Madame, die Sachen vom Savoy sind gekommen. Der Koch lässt fragen, ob Sie noch Befehle haben. Nein, wir haben ja schon alles besprochen. Es soll alles so sein, wie bei Lady Ellison. Savoy? War eben von Savoy die Rede? Ja, ich habe etwas zu essen kommen lassen. Was ist denn los, Kitty? Was feiern wir heute Abend? Das werden Sie noch früh genug erfahren. Der wackere Jameson hat mir gesagt, dass ich hier eine Tasse Tee bekomme. Wo ist denn Fräulein Vivi? Ja, wo ist sie? Sie ist auf ihr Zimmer gegangen, dankeschön.
So? Na, betrink dich doch nicht schon am Nachmittag, Alter. Frau Worm wird sonst ihrer Tochter verbieten, mich zu heiraten, wenn sie erfährt, dass mein Vater ein Säufer ist. Ach. Frank, ein für alle Mal. Aus einer Ehe mit Fräulein Vivi kann nichts werden. Was ist denn mit Ihnen los? Ja, ich bitte Sie. Eine Heirat zwischen Ihrer Tochter und meinem Sohn. Bedenken Sie doch. Das ist ganz unmöglich. Natürlich ist das unmöglich. Warum ist das unmöglich? Meine Tochter wäre nicht gut genug für Ihren Sohn? Meine Tochter ist ausgezeichnet erzogen. Eine junge Dame. Würde sogar in einem richtigen Pfarrhaus nicht aus dem Rahmen fallen. Ich habe Ihre Spitze verstanden. Aber wenn ich auch kein richtiger Geistlicher mehr bin, so habe ich Rücksichten zu nehmen und Sie werden mir zugeben müssen, dass meine Gründe... Ach, Ihre Gründe. Vergessen Sie nicht, dass ich Sie ebenso gut kenne, wie Sie mich. Mein Sohn wird mir glauben, dass meine Gründe sehr schwerwiegend sind. Ja, natürlich glaubt er dir, mein Alter, aber ist das Verhalten deines Sohnes jemals von deinen Gründen beeinflusst worden? Pratt, sollte am Ende der alte Gardner. Jedenfalls können Sie nicht heiraten, junger Mann, und damit basta. Was geht denn Sie das an? Ja, ich war eben im Begriff, Sie auf meine charmante Art dasselbe zu fragen. Kitty, Sie werden doch nicht Ihre Tochter mit einem Menschen verheiraten, der weder einen Beruf hat, noch einen Penny besitzt. Also wenn Sie nicht die Mittel haben, eine Frau zu ernähren, dann können Sie die Vivi nicht bekommen. Mein Vater und der gute alte Crofts haben schon ihrer Meinung Ausdruck verliehen. Behalten Sie Ihre Unverschämtheiten für sich. Ich bedauere unendlich, aber Sie haben sich vorhin erlaubt, wie ein Vater mit mir zu sprechen. Ein Vater genügt mir. Danke. Reden Sie nicht auf, George. Wenn Vivi erst in die Gesellschaft eingeführt wird, wird sie sehr bald erfahren, dass sie ganz andere Möglichkeiten hat. Du bildest dir doch nicht etwa ein, dass du jetzt plötzlich zur Gesellschaft gehörst, nur weil du dir da ein Schloss mit einem fremden Wappen über der Tür gekauft hast. Ja? Und was würden Sie dazu sagen, wenn heute Abend Ihr Vetter, der Herzog von Belgravia, an meinem Kamin sitzen wird und Lord und Lady Walpole und der Herzog mit der Herzogin von Rochester? Du lieber Himmel, wie sollten die sich denn hierher verirren? Weil ich sie eingeladen habe. Ach, die haben zugesagt? Ach, zugesagt. Ich habe dem Landadel in der Umgebung von 20 Meilen mitgeteilt, dass Frau Kitty Warren an jedem Sonnabend empfängt. Sie sollten doch wohl wissen, dass man da nicht auf Zusagen zu warten braucht. Da kommt man zwanglos vorbei. Laufen Sie doch nicht immer herum. Macht mich ganz verrückt. Bitte, Entschuldigung. Das ist der Postwagen. Er fährt zum letzten Zug. Wollen Sie nicht wenigstens die Lohndiener nach London zurückfahren lassen? Ich
stehen doch rum wie die Ölgötzen. Wenn noch jemand kommt? Aber Kitty, seien Sie doch vernünftig. Es ist doch schon nach 10. Sind Sie denn immer noch nicht von Ihrem Wahnsinn kuriert? Zu einem Empfang kann man kommen, wann man will. Kitty, erlauben Sie mir eine Bitte. Ich habe einen nervösen Magen. Kann ich eine Kleinigkeit zu essen haben und zu trinken? Fred! Ja? Jameson soll die Leute nach London zurückschicken. Wir warten nicht länger. Wo gehst du hin? An die frische Luft. Was für Menschen. Dein Vater? Meine Mutter? Crofts? Vergessen wir sie einen Augenblick. Ja, dann unterhalten wir uns eben gebildet. Ist Ihnen das neueste Ergebnis der Forschung bekannt? Wonach die Hälfte aller Krankheiten darauf zurückzuführen sind, dass das Liebesbedürfnis der Menschen in der Jugend hungern muss. Dummkopf. Weißt du, was da draußen vor sich geht, Kitty? Ich an deiner Stelle würde ein bisschen mehr auf Vivi achten. Da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Sie ist das Eis. Dass du dich da nur nicht irrst. Ich hatte Gelegenheit, sie mir näher anzusehen. Das habe ich gemerkt. Was willst du von ihr? Ich kenne deine Blicke und weiß, was sie bedeuten. Darf ich den Mann nicht ein junges Mädchen ansehen? Nicht ein Mann wie du. Ach, ganz ohne die Neune. Wie alt ist sie eigentlich? Auf jeden Fall bist du zu alt. Ich bin auch nicht 50. Und außerdem dürfte es dir unterdessen klar geworden sein, dass es gar nicht so einfach ist, einen Baron für sie zu ergattern. Und ich würde dich sogar als Schwiegermutter in Kauf nehmen. Und du würdest uns bei seiner Lordschaft deinem Bruder einführen? Sei doch vernünftig, Kitty. Ich bin gewiss ein weitherziger Mensch, aber ich kann doch meinem Bruder nicht zumuten, dich im Hause seiner Frau zu empfangen. Bist du was anderes als ich? Soviel ich weiß, wechselt sie ihre Liebhaber schneller als ihre Hemden. Wie oft meine Schwägerin ihre Hemden wechselt, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle sind sie mit einer Krone gezeichnet. Was hätte ich also davon, wenn ich dir meine Tochter gebe? Wir drei könnten doch ein amüsantes Leben zusammenführen. Wo? Hier in England? Natürlich nicht. Auf meinem Besitz an der Riviera. Ich bin älter als Sie, ich werde vor ihr sterben und Sie als stramme Witwe mit einem Haufen Geld hinterlassen. Und inzwischen könnten wir beide zusammen glücklich sein. Du hast dein Herz entdeckt. Ja, ich habe mir das so überlegt. So, hast dir das so überlegt? Und wenn du willst, würde ich am Hochzeitstag mein gesamtes Vermögen überschreiben. Und wenn du vorher noch einen Scheck willst, kannst du jede Summe draufsetzen, jede vernünftige, meine ich. Na? Ist das ein Angebot? Ja. Na und? So weit ist es also mit dir gekommen. So weit wie mit allen verlebten Kerlen. Oh, nicht der Teufel, du alter Giftkeul. Biest! Streiten Sie sich auch noch. Jensen! Wo ist Kitty? Kitty, hören Sie auf, von Kitty zu sprechen. Es ist sehr bedauerlich, dass Kittys Gäste nicht gekommen sind. Ich hätte mich gefreut, einige Damen der Umgebung kennenzulernen. Ja. Das wäre ein Mordspaß gewesen. Meine Tante, die Herzogin von Rochester zum Beispiel, die hätte gesagt, die sind mir so ein bisschen schwerhörig. Wissen Sie? Die hätte gesagt, Warren? Warren? Was ist denn das für eine Familie, George? Ich habe den Namen nie gehört. Woher kommt die Frau? Hat sie Besitzungen? Ja, hat sie, Tante. Die hat Häuser, viele Häuser. Ach, Häuser, so. Zum Vermieten? Na, wie man es nimmt. Das sind öffentliche Häuser. Ach, Büros? Nee, Bordelle.
Bordelle? Bordelle, das Wort habe ich nie gehört. Ja, dann frag doch mal deinen Mann. Hm? Archibald. Archibald, kannst du mir nicht sagen, was Bordelle sind? Hm? Mein Onkel, wie kommst du denn darauf? George sagt, du weißt, was das ist. Das ist doch Unsinn. Hat doch ein Mann in meinem Alter längst vergessen. Im Grunde tut sie mir leid. Mir nicht. Ich schäme mich für sie. Ja? Komm mal rauf. Wir gehen schlafen. Bist du ein gehorsames, kleines Mädchen? Sie scheint es zu glauben. Lassen Sie Ida. Hier, nehmen Sie den Hund. Gehen Sie schlafen. Ja, mein Kind. Es tut mir leid, dass dieser Abend so missglückt ist. Weißt du, ich glaube, ich habe die Einladungen zu spät ausgeschickt. Warum läufst du hinter diesen Leuten her, die dir gezeigt haben, dass sie nichts von dir wissen wollen? Ach, das hat dir wohl George eingeredet. Außerdem, ich tue es ja nicht für mich. Ich tue es ja für dich. Das gehört zu den Plänen, die ich mit dir habe. Ist dir wirklich niemals der Gedanke gekommen, Mutter, dass ich meine eigenen Pläne haben könnte? Für was redest du denn für Unsinn zusammen? Ach, dir ist es wohl in den Kopf gestiegen, dass du dieses komische Examen da an der Universität gemacht hast. Dieses komische Examen gibt mir die Möglichkeit, im Büro von Honoria Fraser eine Stellung anzunehmen. Honoria? Ach, das ist die alte Jungfer, die mal eine Lehrerin war. Na, die sollte dir mal beibringen, dass man erst seine Mutter fragt, wenn man sowas vorhat. Ist das alles, was du mir in dieser Angelegenheit zu sagen hast? Alles, was ich dir zu sagen habe? Du weißt wohl nicht, mit wem du sprichst, Mädchen. Nein. Wer bist du? Was bist du? Du unverschämtes Ding. Ich bin deine Mutter! Bist du meine Mutter? Ob ich deine Mutter? Wie? Du sagst es, aber wie soll ich es wissen? Hast du dich je betragen wie eine Mutter? Ja, du hast Geld geschickt, damit andere Menschen mich erziehen. Und es ist mir gut gegangen. Die Leute waren sehr nett zu mir. Ich beklage mich nicht. Aber was eine Mutter ist, das habe ich nie erfahren. Aber jetzt bin ich doch da. Und jetzt will ich auch alles... Jetzt, wo ich erwachsen bin, kommst du und pochst auf deine Rechte. Du willst mir vorschreiben, wie ich leben soll. Was ist das für ein Leben, das ich mit dir und Crofts teilen soll, wenn ich bitten darf? Du zwingst mir die Gesellschaft dieses Ekels auf, der mich vom ersten Augenblick an mit seinen schamlosen Blicken beleidigt hat. Das tut deine Mutter nicht. Wer ist mein Vater? Wo sind unsere Verwandten? Die Freunde unserer Familie? Das werde ich dir alles einmal später erzählen. Nein, jetzt! Jetzt wirst du mir antworten. Wer ist mein Vater? Wie ich bitte, ich kann dir das nicht erzählen, das darfst du mich nicht fragen. Du kannst, wenn du willst. Ich habe ein Recht, es zu erfahren. Wenn du es mir nicht sagst, dann verlasse ich morgen früh dieses Haus. Du kannst mich doch nicht verlassen. Ohne einen Augenblick zu zögern. Tu nicht so, als ob es dir das Herz bräche. Du konntest 20 Jahre ohne mich auskommen. Kitty! Kitty! Wir brauchen die Gesellschaft einer hübschen Frau. Es können auch zwei sein. Lassen Sie sie doch, kommen Sie doch. Warum denn? Kitty! Die Lady hat keine Lust. Also ich weiß wirklich nicht, was mit George los ist. Der hat noch niemals gewagt, so mit mir zu reden. Der ist betrunken. Mir wird übel, wenn ich ihn sehe. Und ich weiß nicht einmal, ob er nicht mein Vater ist. Nein, Mary, bestimmt nicht. Das schwöre ich dir. Wer ist es? Niemand von denen, die du kennst. Aber wer ist es? Wer? Du weißt es nicht?
das, Mutter. Ich glaub dir nicht, dass du dich schämst. Was für eine Art Mensch bist du eigentlich? Hoffentlich von der Sorte, die am meisten vorkommt. Sonst würde die Welt aus den Fugen gehen. Und du hast ja kein Herz. Du wagst es, die Nase über mich zu rümpfen. Über mich, der du alles verdankst, was du bist. Bibi, komm zurück! Sofort! Daria. Gardner, das ist die smarte Belinda. Ha, wissen Sie doch, wie wir es immer gesungen haben bei der schwarzen Mary im Zitterhorn. Los, wie geht's denn? Gambada. Ja. Sie liebte einen Admiral mit Orden und breiter Brust. Der war noch müde und großer Farb und hatte wenig Lust. Ah, die smarte Belinda, die war ein saftiges Stück. Die smarte Belinda, die konnte jeden Trick. Müde, rumsassa, 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 rum, bum, bum. Hören Sie doch auf. Was, da hören Sie doch auf, nur haben Sie sich mal nicht so spät. Ach, Sie haben ja früher selber mitgesungen. Die zweite Strophe. Und sonntags kam ein frommer Mann, der predigte Moral. Der schenkte ihr ein Grammophon, das spielte den Choral. Ah, die smarte Belinda, die hob die Nadel auf und gab einen Whisky und noch einen Whisky und sagte, alter Sau. Rumsassa, 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 rumsassa. Ach, Sie üben wahrscheinlich schon für die Betstunde, die Sie morgen abhalten wollen, wie? Ich danke Ihnen für Ihre Mahnung. Kommt mir nicht zu, heiter zu sein. Darf ich? Sam, Junge. Junge, Sie hätten zum Tinglertangel gehen sollen. Sie haben Ihren Beruf verfehlt. Ja, diese Ansicht war ohne Zweifel auch sein Bischof, als er ihn hinausschmiss. Oh nein, seine Eminenz war über meinen Sündenfall zutiefst betroffen. Die Kirche war nicht ohne Schuld. Man hätte mich nicht in Versuchung führen dürfen. Was war denn das für ein Sündenfall, Sam? Ach, genau gesagt, es waren mehrere. Es war eine ganze Periode der Schwäche. Sie wissen ja, ich war damals junger Hilfsprediger in der Gemeinde von Soho. Noch eine. Ich nahm mit besonderem Eifer der Seelen jener armen, verworfenen Geschöpfe an, die durch den Verkauf ihrer Körper ihr armseliges Dasein fristeten. Lachen Sie nicht! Mir war es ernst. Und ich kann ohne Übertreibung sagen, ich habe mich dieser Aufgabe mit meiner ganzen Kraft hingegeben. Und Sie waren damals sehr kräftig, wie? Jawohl, das war ich. Und meine Erfolge waren entsprechend. Sie wurden auch anerkannt. Die Mädchen hingen mit einer rührenden Zuneigung an mir. Aber leider, die Versuchung war groß und das Fleisch war schwach. Und als man dahinter kam, wie Sie Ihre Erfolge erzielten, fand man das vermutlich etwas zu weitgehend. Hm? Ja, leider. Es war eine schöne, erfolgreiche Zeit.
Hast du schon geschlafen? Nein. Ich glaube, ich habe dir Unrecht getan. Schon gut. Es ist sicher nicht leicht für eine Mutter einzusehen, dass ihr Kind eines Tages ein eigenes Leben zu führen wünscht. Glaubst du, ich war in deinem Alter in der Lage, mein eigenes Leben zu führen? Ich wäre auch lieber zur Schule gegangen und eine Dame geworden, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Jeder hat bis zu einem gewissen Grad die Wahl. Die Menschen machen immer die Umstände für ihr Leben verantwortlich. Starke Menschen schaffen sich die Umstände, die sie brauchen, um vorwärts zu kommen. Das muss ich mir anhören. Wer hat dir denn die Umstände geschaffen, die Möglichkeit gegeben, das zu werden, was du bist? Du, Mutter, ich weiß es. Vielleicht interessiert es dich, was ich für Möglichkeiten gehabt habe. Weißt du, wer deine Großmutter war? Nein. Das glaube ich. Sie war eine sogenannte Witwe. In Soho, in Londons Elendsviertel. Da hatte sie einen Laden für gebratene Fische. Mir war von morgens bis abends übel von dem Gestank. Er saß in den Haaren, in den Kleidern, in den Betten, in der Haut. Man wurde ihn nie wieder los. In der Kirche rückten die Leute von uns ab. Und auf der Straße riefen die Burschen hinter mir her: Stinkfisch! Stinkfisch! Meine Schwester Liz dachte nicht daran, meiner Mutter zu helfen. Sie hatte sich früh selbstständig gemacht. Sie verdiente ihren Unterhalt auf andere Weise. Sie war damals schon die feinste von uns allen. Und log meiner Mutter die Hucke voll, woher sie das Geld dazu hatte. Hin und wieder schlich sie sich nachts in unsere Kammer, wenn sie keinen anderen Platz zum Schlafen gefunden hatte. Aber eines Abends hatte meine Mutter ihr aufgelauert. Wo kommst du her? Wo hast du dich herumgetrieben, während ich arbeite? Wo hast du das Zeug her? Wer hat dir das bezahlt? Ich schlag dir alle Zähne ein, dann schenkt dir keiner mehr was. Zähne ausschlagen. Hast du es gehört? Damit mir nichts anderes überbleibt, als Fischweib zu werden wie Sie. Na denn! Sie ist nie wiedergekommen. Liz wusste, was sie wollte. Ich hatte noch 2 Halbschwestern. Liz und ich, wir hassten sie. Es waren arme, ehrliche Geschöpfe. Aber sie wurden uns immer als Muster vorgehalten, weil sie anständig waren auch hässlich genug. Die eine arbeitete in einer Bleiweißfabrik. 12 Stunden am Tag für 9 Schilling in der Woche, die sie meiner Mutter abliefern musste. Was ist los mit dir? Was ist mit deiner Hand? Wie lange brauchst du denn für die paar Dinger? Ich weiß nicht.
Die Finger sind wie tot. Das bekommen viele in der Fabrik. Das machen wir nach. 9 Schilling die Woche. Und du? Was bringst du? Du kostest bloß. Du bist genau wie dein Vater. Er hat auch alles verfressen, was ich verdient habe. Das ist eine Vergiftung, sagen Sie. Vom Blei. Bei manchen werden bloß die Finger steif. Bei manchen der ganze Arm. Sie sagen, man kann auch dran sterben. Das war die eine von meinen anständigen Schwestern. Die andere hat einen Arbeiter vom Schlachthof geheiratet. Sie hielt sein Heim und seine Kinder ordentlich und sauber, bis er ihr kein Geld mehr gab, weil er es für was anderes brauchte. Dafür hatte es sich gelohnt, anständig zu sein, nicht wahr? Aber damals dachte ich noch nicht so. Wir hatten zu der Zeit in Soho einen jungen Hilfsprediger. Den schwärmte ich an. Ihm zuliebe war ich sogar bereit, anständig zu leben, wie meine Halbschwestern. Er nahm sich meiner an und verschaffte mir Arbeit. Ehrliche Arbeit. Und zwar im Waterloo-Bahnhof. 14 Stunden am Tag habe ich gearbeitet. Für 4 Schilling in der Woche und meine Verpflegung. Aber eines Abends, als ich müde war, dass ich mich kaum wach halten konnte, wer meinst du, kam erzielt für einen doppelten Cognac? Liz in Pelz und Perlen. Hallo Fräulein, 2 Cognacs bitte. Der Herr wünscht 2 Cognacs, hast du nicht gehört? Na, was sagst du? Daraus kann man doch was machen. Wenn sie nicht zu dumm dazu ist. Erstaunt du was? Dein kleiner Hilfsprediger hat mir erzählt, dass du hier bist. Schande. Du bist eigentlich ganz hübsch geworden. Also du kannst doch was ganz anderes erreichen. Na, Gläser. Wo sind Gläser? Hör mal zu, mein Kind. Ich fahre mit dem Express nach Brüssel. Am Sonntag bin ich zurück. Ich erwarte dich. Hier hast du meine Karte. Ich werde etwas aus dir machen. Wenn du nicht zu dumm dazu bist. Prost. Express nach Dover, bitte Dein Zug, Lizzie, ich bring die noch auf den Bahnsteig. Also, überleg dir's. Hier 2 Cognacs, der Rest ist für Sie, Fräulein Kitty. £10? Nur weil ich eine hübsche Visage hatte. Dafür hätte ich fast ein Jahr schuften müssen. Ich wäre doch wirklich dumm gewesen, wenn ich nicht auf Liz gehört hätte. Hübsch waren wir und Talent hatten wir auch. Das Talent, Männern zu gefallen, mehr nicht. Hätten wir uns da von anderen Leuten ausnutzen lassen sollen? Als Verkäuferinnen? Als Barmädchen? Oder würden wir damit selber Geschäfte machen können? Und statt Hungerlöhnen den ganzen Nutzen allein einstecken durften? Da habt ihr vollkommen recht gehabt. Vom Geschäftsstandpunkt aus. Von jedem Standpunkt aus. Lass dich nicht von Menschen beirren, mein Kind, die die Welt nicht kennen. Der einzig sichere Weg, auf dem eine Frau für sich sorgen kann, ist gut zu sein zu einem Mann, der es sich leisten kann, gut zu ihr zu sein. Und wenn sie auf derselben Gesellschaftsstufe wie er steht, dann soll sie ihn dazu bringen, dass er sie heiratet. Aber wenn sie tief unter ihm steht, dann kann sie das nicht verlangen. Warum auch? Mutter, gesetzt den Fall, wir beide wären so arm, wie du es damals gewesen bist. Würdest du mir nicht doch lieber raten, es im Waterloo-Bahnhof zu versuchen? Oder vielleicht sogar in diese Fabrik zu gehen? Sag mal, für was für eine Mutter hältst du mich eigentlich? Wie hättest du denn deine Würde bewahren können? Halb verhungert und zerschunden? Und was ist eine Frau wert? Was ist das ganze Leben wert? Ohne Würde.
Warum bin ich heute unabhängig, anstatt betrunken in der Gosse zu liegen wie andere Weiber meiner Branche? Weil ich immer den größten Respekt vor mir selber gehabt habe. Und du zweifelst nicht daran? Oder schämst du dich nicht doch am Ende ein wenig? Mein liebes Kind, es gehört einfach zum guten Ton, sich dieser Dinge zu schämen. Man verlangt das von einer Frau. Aber was soll mir dieses zimperliche Getue? Jedes junge Mädchen wird dazu erzogen, einem reichen Mann zu gefallen und von seinem Geld zu profitieren. Frag jede Dame in London, die Töchter hat. Nur die erzählt's dir so herum. Und ich sag's dir geradeaus. Nein, ich habe mich niemals auch nur im Geringsten geschämt. Mutter, du bist eine wundervolle Frau. Wundervolle Frau. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Aber ich bin doch ein bisschen stolz darauf, wie wir das alles so anständig fertig gekriegt haben, Liz und ich. Liz hat ein Haus in Winchester, direkt neben der Kathedrale. Und ich habe ein Schloss mit einem Wappen über der Tür. Aber dich habe ich anständig erziehen lassen. Was? Ja, das hast du. Du wirst zu deiner armen alten Mutter immer gut sein, ne? Ja, das will ich. Ach, der Himmel segne mein einzig geliebtes Kind. Mit dem Segen einer Mutter. Ja, Frank, sind Sie denn sicher, dass Ihr Vater jetzt im Bethaus ist? Oh ja, natürlich. Um diese Zeit pflegt er in der Bude zu hocken und Kasse zu machen. Also dann gehen Sie hin. Damit ihn der Wind nicht verweht. Mary, was machst du hier? Ich habe dir doch gesagt, dass in diesem Haus kein Platz mehr ist für dich. Früher haben Sie immer gesagt, dieses Haus ist unser aller Heim und Sie sind unser aller Bruder. Ja, früher. Was willst du denn? Das wissen Sie ja. Sie müssen mir helfen. Was, das ist der Betsaal? Ist doch ein Schuppen. Glück, dass wir heute kommen. Morgen ist er vielleicht schon zusammengefallen. Leider ist Lady Allison zu früh verstorben. Die Pläne für einen würdevollen Tempel aus schönen roten Ziegelsteinen, die waren bereits fertig. Da hat er Pech gehabt. Von mir kriegt er keinen Tempel. Hier, halten Sie mal, Fred. Wo ist er denn? Ja. Ich möchte ihn überraschen. George. Willst du mir die Verantwortung zuschieben für deine Schwäche? Was kann ich sonst machen? Geben Sie mir doch wenigstens so viel Geld, dass ich wegfahren kann. Wo willst du denn hin? Irgendwohin. Möglichst weit weg von hier, wo mich niemand kennt. Ich habe kein Geld. Was du da siehst, das haben die frommen Geschwister gespendet. Die würden mir nie verzeihen, wenn ich einem Menschen wie dir davon etwas gebe. Was ist denn los mit dem Mädchen, Sam? Kitty. Sir George. Welche Überraschung. Ich hatte ja keine Ahnung. Was hat sie denn angestellt? Gar nichts habe ich angestellt. Verlangen Sie nicht, dass ich die Schande dieses Geschöpfes beim Namen nenne. Sie hat gesündigt. Anstatt ihr Schicksal in Demut zu tragen, kommt sie zu mir und fordert Hilfe. Also, warum helfen Sie ihr denn nicht? Wer bin ich? In meiner Stellung. Meine Gemeinde hätte kein Verständnis dafür, wenn ich einer mit Fluch beladenen die Hand reichte. Ach. Ich hänge von diesen Menschen ab. Sie haben sich aber sehr verändert, Sam. Ja, so. Habe ich das? Glaubst du nicht, die Kleine wäre ein besseres Schicksal wert? Wenn sie nicht zu dumm dazu ist. Sie ist ganz gut gewachsen. Man kann ja mal probieren. Los, gib mir mal 10 Pfund. Kommen Sie, Sam. Was hat denn Kitty mit dem Mädchen vor? Sie will ihr helfen. Sie kennen doch ihr gutes Herz. Komm mal her, mein Kind. Wie heißt du denn? Mary. Mary, was denn? Mary Hill. Tja, Mary Hill.
Wenn dir der Bruder Gardner nicht helfen kann, vielleicht kann ich's. Hier sind 10 Pfund. Die sind für dich. Ja, nimm doch. Ja, nimm. Und dann gebe ich dir noch eine Adresse. In Wien. Ja, du wolltest noch weit weg. Oh ja. Da wird man sich um dich kümmern. Und da wird es dir gut gehen. Wenn man so hübsch ist wie du, braucht man sich doch um seine Zukunft keine Sorgen zu machen. Was? Was um Gottes Willen ist mit dir geschehen? Gestern Abend waren wir uns über deine Mutter und die ganze Bande vollkommen einig. Und heute spielst du die liebevolle Tochter. Heute weiß ich mehr über meine Mutter als du. Das verhüte der Himmel. Was willst du damit sagen? Vivi, zwischen unmoralischen Menschen wie deiner Mutter und mir, da gibt es geheime Kennzeichen. Sie erkennen einander ohne Worte, wie 2 Tiere von derselben Rasse. Und deshalb weiß ich mehr von deiner Mutter, als du jemals von ihr wissen wirst. Du weißt nichts. Wenn du die Umstände kennen würdest, gegen die sie zu kämpfen hatte, dann... Ja, dann würde ich wissen, warum sie das geworden ist, was sie ist. Wäre sie dadurch etwas anderes? Nein, Vivi, du wirst nicht imstande sein, mit deiner Mutter zu leben. Warum nicht? Weil sie ein schlechter Mensch ist. So, und das gibst du bei deiner Ankunft Madame Lulu. Verstanden? Kannst jederzeit kommen. Danke, Milady. Mein Name ist Warren, mein Kind. Schlicht und einfach Frau Warren. Na? Wo ist denn Vivi? Vivi ist spazieren gegangen. Mit Frank. Ach. Nun, was machen wir jetzt? Ich persönlich möchte mir gern mal die Kirche ansehen. Es soll... Was, hier gibt's auch eine richtige Kirche? Ja, ja. Es soll ein sehr interessanter Bau sein aus dem 13. Jahrhundert. Ach, da komme ich mit. Ist schon sehr lange her, dass ich in einer richtigen Kirche war. Das können Sie mir nicht antun, Kitty. Wenn Sie geistlichen Zuspruch brauchen, ich bin immer für Sie da. Nö, lieber Freund, so weit geht die Freundschaft nicht. Wenn ich krank bin, gehe ich auch zu einem richtigen Arzt und nicht zum Kurfuscher. Und wenn ich geistlichen Beistand brauche, und man weiß ja nie, was einem bevorsteht, dann gehe ich auch zu einem richtigen Pfarrer. Ich glaube, die haben doch die besseren Beziehungen, was? Kommen Sie bitte. Genau. Ach ja. Wie gut geht es doch Kindern ohne einen widerlichen Vater und einer fragwürdigen Mutter. Frank, bitte. Ich mag jetzt nicht daran denken. Also gut, dann schweigen wir. Schlafen wir Hand in Hand, wie die unschuldigen Kinder im Walde, und decken wir uns mit den Blättern der Bäume zu. Wir sind 2 Narren. Ich möchte doch wissen, ob alle erwachsenen Menschen auf diese Weise spielen, wenn niemand zusieht. Als Kind habe ich das nie getan. Ich auch nicht. Ach, Vivi, du bist mein erster Spielkamerad. Ich liebe dich sehr. Verdammt. Warum verdammt? Da kommt Crofts. Ich werde höflich zu ihm sein. Das freut meine Mutter. Fräulein Vivi, kann ich Sie einen Augenblick allein sprechen? Gewiss. Gardner, ich glaube, man wartet auf Sie im Bethaus. Ich gebe Ihnen 10 Minuten Zeit. Wenn du etwas wünschst, brauchst du nur zu rufen. Ein lieber Junge, dieser Frank. Schade, dass er kein Geld hat. Finden Sie? Ja, er isst nichts, er hat nichts, er kann nichts. Was soll mal aus ihm werden? Ich weiß seine Nachteile zu würdigen. Ich will den jungen Mann nicht schlecht machen, Fräulein Vivi, aber solange wir nun mal in der Welt sind, sind wir drin und Geld ist Geld, nicht wahr? Schöner Tag heute, was? Sehr schön. Aber um das festzustellen, bin ich eigentlich nicht hergekommen. Sehen Sie, Fräulein Vivi, ich weiß genau, dass ich nicht gerade das Ideal eines Mannes bin in den Augen eines jungen Mädchens. Wahrhaftig, Sir George? Nein. Und um ehrlich zu sein, möchte ich das auch gar nicht. Aber wenn ich etwas sage, dann meine ich es. Und wenn ich etwas haben will, dann zahle ich eben schweres Geld dafür. Sehen Sie, so ein Mensch bin ich. Das macht Ihnen sicher große Ehre. Ich habe nicht die Absicht, mich zu loben.
Ich habe meine Fehler. Niemand ist sich das mehr bewusst als ich. Oh, ich weiß, dass ich nicht vollkommen bin. Das ist eben eines der Vorteile eines Mannes im mittleren Alter. Ich bin kein junger Mann mehr und ich weiß das. Aber ich bin ein reicher Mann. Vom Standpunkt des Geldes ist an mir gar nichts auszusetzen. Denn ich habe mein Geld auf eine Weise angelegt, auf die andere Menschen nie gekommen wären. Darf ich fragen, warum ich das alles wissen muss? Aber Fräulein Vivi, tun Sie doch nicht so, als ob Sie nicht wüssten, worauf ich anspiele. Ich möchte meine Tage mit einer Lady Crofts beschließen. Kommt Ihnen wohl sehr plump vor, was? Durchaus nicht. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie so geschäftsmäßig vorgehen. Ich weiß Ihr Anerbieten zu schätzen. Das Geld, die Stellung, Lady Crofts. Aber ich werde trotzdem Nein sagen. Entscheiden Sie sich nicht so schnell, Fräulein Vivi. Sie kennen mich noch nicht. Ich war Ihrer Mutter ein guter Freund. Sie hätte niemals das Geld, das ihre feine Erziehung gekostet hat, verdient, ohne meinen Rat und meinen Beistand. Ganz zu schweigen von den Beträgen, die ich ihr zur Verfügung gestellt habe. Und nun wollen Sie als guter Geschäftsmann Ihren Anteil an meiner Erziehung einteilen. Nein, Freunde, Sie haben mich vollkommen missverstanden. Ich wollte damit nur sagen, dass nicht viele von den Männern, die ihrer Mutter nahe gestanden haben, ihr so selbstlos geholfen hätten wie ich. Mein Nein ist endgültig. Ich habe keine Eile. Ich wollte Sie nur von meinen Ansichten informieren, für den Fall, dass der junge Gardner versuchen sollte, Sie einzufangen. Fräulein Vivi, ich bin bedeutend älter als Sie. Ich werde nicht ewig leben und Sie so zurücklassen, dass Sie in der Lage sein werden, ein Leben ganz nach Ihrem Geschmack zu führen. Sie irren sich. Ich bin schon heute in der Lage, dank des Geldes, das meine Mutter mit ihrer Hilfe verdient hat, den Mann zu heiraten, den ich will. Und sei es selbst der junge Gardner, obwohl er nichts ist, nichts hat und nichts kann. Sie junger Satan, Sie. Lassen Sie mich los. Willst du das Gewehr oder soll ich ihn umlegen? Du hast gehorcht. Nein, nein, ich bin doch nur ein pünktlicher Mensch. Die 10 Minuten sind um. Belästigt dich diese Scheusal? Es wäre gute Lust, Ihr Gewehr zu nehmen und Sie ihn auf Ihrem Schädel entzwei zu schlagen. Oh, bitte tun Sie das nicht. Ich bin so unvorsichtig mit Feuerwaffen, es gäbe sicher ein Unglück. Ich müsste vor dem Richter wegen meiner Unachtsamkeit. Leg das Gewehr weg. Machen Sie, dass Sie wegkommen. So gut ich gehe. Ich möchte euch noch was sagen. Da ihr euch doch so liebt, wird es euch vielleicht interessieren. Herr Frank Gardner, gestatten Sie, dass ich Sie Ihrer Halbschwester vorstelle, der Tochter des ehrenwerten Sam Gardner? Fräulein Vivi, Ihr Halbbruder. Guten Morgen. Vivi, das ist doch eine Lüge. Vivi, der lügt doch, das kann doch nicht... Vivi! Kinder, hier ist wenigstens kühl. James und ein Whisky mit sehr viel Eis drin. Meine Tochter oben? Nein, Fräulein Vivi ist nach London gefahren. Was, nach London? Und hat sie nichts hinterlassen? Nein, Fräulein Vivi sagte nur, sie führe nach London. Aber was sagt ihr dazu? Einfach zu verschwinden. Aber daran ist die Universität schuld. Die Kinder werden dort zu den merkwürdigsten Auffassungen erzogen. Liebe Kitty, Vivi ist kein Kind mehr. Ja, ich weiß, habe mich nur versprochen. Aber was steckt dahinter? Haben Sie sich gezankt? Vivi und ich? Im Gegenteil. Wir haben uns ausgesprochen. Wir sind ein Herz und eine Seele. Ach, George, lassen Sie doch das Pfeifen. Macht mich ganz nervös. Oh, Verzeihung. Jetzt habe ich's. Sie ist zu dieser Fraser gefahren, um ihr abzusagen. Stellen Sie sich vor, Freddy. Sie hatte doch die Absicht, ihr Leben in einem von diesen schmutzigen Londoner Büros zu verbringen, um sich von anderen Leuten ausnutzen zu lassen. Ich weiß. Aber diesen kindischen Plan hat sie Gott sei Dank nach unserer Aussprache aufgegeben. Fraser? Was ist denn das für ein Büro? Was weiß ich, irgendwo gegenüber von der Börse, da, wo sehr viel gerechnet wird.
Kitty, ich habe die Absicht, morgen nach Wien zu fahren. Nach Wien? Mhm. Ja, tun Sie das nur. Fahren Sie, sobald Sie können. Ist mir auch lieber, Sie sind nicht mehr hier, wenn Vivi zurückkommt. Glauben Sie denn, dass sie überhaupt zurückkommen wird? Wieso? Natürlich. Morgen oder übermorgen. Spielt doch gar keine Rolle. Man muss einem jungen Menschen seine Freiheit lassen. Was machst du denn hier? Ich warte hier auf dich. Ich bin schon stundenlang hier. Ich bin genau 20 Minuten weg gewesen. Weshalb bist du gekommen? Komm, bitte vergiss einen Augenblick lang, dass du eine übertüchtige Geschäftsfrau bist. Wir wollen nach Richmond fahren und dort zu Abend essen. Dazu habe ich kein Geld. Aber ich... Hier, Gold, Vivi, pures Gold. Steck es ein, vergiss nicht, dass man uns sieht. Wer hat es dir gegeben? Gewonnen beim Poker. Fängst du jetzt an spielen? Da ich kein Geld hatte, um nach London zu fahren, blieb mir nur die Möglichkeit, entweder zu stehlen oder zu spielen. Und ich fand Spielen bedeutend weniger anstrengend. Du hättest nicht kommen sollen. Vivi, ich muss ernsthaft mit dir sprechen. Gut, setz dich. Auf Honorias Platz. Sie kommt heute nicht mehr. Hast du die Absicht, länger in diesem dreckigen Büro zu bleiben? Es ist überall sauberer als dort, wo meine Mutter mit ihren Freunden lebt. Ich habe meinem Vater zur Rede gestellt. Ja, vielleicht wird es dich verletzen, aber er war geradezu empört über die Zumutung, dich als seine leibliche Tochter anzuerkennen. Und du glaubst ihm? Ja, ich gebe zu, dass er selten die Wahrheit spricht. Aber in diesem Fall scheint er mir immer noch glaubwürdiger als dieses Vieh Crofts. Dürfen wir ihm glauben, nur weil es noch größere Lügner gibt? Warum fragst du nicht deine Mutter, wer dein Vater ist? Ich habe sie gefragt. Sie weiß es nicht. Verstehst du? Sie weiß es nicht. Aber einen Trost hat sie mir gegeben. Es ist niemand von denen, die ich kenne. Sollen wir ihr glauben? Antworte mir. Wenn wir niemandem glauben können, dann glauben meinem Gefühl. Hast du je einen Bruder gehabt? Nein. Dann weißt du auch nicht, wie man für einen Bruder empfindet. Ich habe viele Freunde, die eine Schwester haben. Ich versichere dir, ihre Gefühle haben nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem, was ich für dich empfinde. Sie waren immer froh, wenn sie einander nicht sahen. Ich kann nicht einen Tag, nicht einen einzigen Tag aushalten, ohne dich zu sehen. Verdammt, wären wir bloß nach Richmond gefahren. Herein. Ein Herr wünscht, Sie zu sprechen, Miss Vaughan. Mein liebes Fräulein Vivi, ich bin tief erschüttert über die Verwirrung, die ich da anscheinend angerichtet habe. Ich nehme es zur Kenntnis und ich hoffe, dass damit unser Gespräch beendet ist. Ich habe keinen Dank erwartet für all diese schrecklichen Dinge, die ich Ihnen da leider mitteilen musste. Und ich gebe sogar zu, dass die Form vielleicht nicht ganz die richtige war, aber dieser junge Teufel, der hatte mich bis aufs Blut gereizt. Ich erwarte von Ihnen keine Entschuldigung, Sir George. Aber ich bin nun mal ein Mensch, der sich entschuldigt, wenn er einen Fehler gemacht hat, Fräulein Vivi. Ich weiß, Sie wollen das alles nicht hören, aber als ein alter Freund Ihrer Mutter mache ich mir bittere Vorwürfe, dass Sie durch meine Schuld so allein in dieser großen Stadt sind. Fräulein Vivi, wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein. Ich danke Ihnen, aber Sie irren sich. Ich bin nicht allein. Sie meinen die Dame, der dieses Büro hier gehört? Ich meine Frank Gardner. Ja, aber er ist doch leider nicht in London. Doch, er ist in meinem Büro. Ach. Sie sehen, ich brauche Ihren Schutz nicht. Ja, dann allerdings.
Dann stehen Sie ja jetzt quasi unter brüderlichem Schutz, nicht wahr? Geben Sie sich keine Mühe, Sir George. Sie wollten doch mit Ihrer Lüge mich und diesen Nichtstuer auseinanderbringen. Aber ich habe Ihnen keine Sekunde geglaubt. Und nun sehen Sie wohl ein, dass eine weitere Unterhaltung zwischen uns beiden keinen Zweck hat. Wie Sie meinen. Aber für den Fall, dass Sie die Absicht haben sollten, diesen jungen Mann trotz allem zu heiraten, wäre es vielleicht ganz gut, wenn Sie ihn vorher über die Geldquellen informieren würden, die Ihnen gestatten, Ihr Herz einem Nichtstuer zu schenken. Es könnte nämlich sonst sein, dass selbst der Sohn Sam Gardners sich daran stößt. Geldquellen? Was meinen Sie damit? Es ist das Geld meiner Mutter. Selbstverständlich. Aber Ist es eine Schande, Hotels zu besitzen? Ich weiß, in der Gesellschaft hält man einen Hotelbesitzer für nichts Besseres als den Inhaber eines Schnapsladens. Aber manchmal ist es von Vorteil, nicht zur Gesellschaft zu gehören. wenn es wenigstens ein Schnapsladen wäre. Aber Fräulein Vivi, die Hotels Ihrem... Nein, ich kann mit Ihnen nicht darüber sprechen. Das ist nichts für Ihre zarten Ohren. Sagen Sie doch, was Sie sagen wollen, Sir George. Sie glauben mir doch nicht. Nein, denn ich bin überzeugt, Sie würden mir nur eine neue Lüge erzählen. Fräulein Vivi, Sie sind doch eine emanzipierte, moderne junge Dame. Wie wäre es, wenn Sie selbst einmal nach Wien fahren würden, um sich die Hotels Ihrer Mutter anzusehen? Ich habe zufällig eine Geschäftskarte bei mir. Das ist leicht parfümiert. Wien 1, Hofgasse 14. Das finden Sie bestimmt. Das Ganze in der Nähe vom Stephansdom. Vergessen Sie übrigens nicht, den zu besichtigen. Wir haben doch einen Fahrplan. Natürlich, Miss Vaughn. Danke, Mr. Dalton. Bitte sehr. Herein. Guten Abend. Na nun, Frank? Allein? Ja. Kann ich einen Whisky haben? Ich verdurste. Wo ist Vivi? In London. Ja, das weiß ich. Wann kommt sie wieder? Liebe Frau Vaughan, unsere kleine Vivi fühlt sich seit gestern als Stütze der Firma Honoria Fraser. Sie will in London bleiben? Ja, das nehme ich an, aber sie hat mir hier einen Brief für Sie mitgegeben. Sie ist nach Wien gefahren. Nach Wien? Und schreibt sie weshalb? Nein, kein Wort. Sie will in meinem Haus wohnen. Im Wiener Haus? Ja, weiß sie denn nicht? Na, natürlich nicht! Aber Sie haben doch gesagt, Sie hätten sich ausgesprochen. Ja, das haben wir. Aber muss man denn gleich alles auspacken? Ich muss sofort nach Wien. Heute Nacht noch? Ja, sofort. Jameson! Den Wagen! Ich fahre heute noch nach London. Ach Gott, Ida! Einen Koffer, aber schnell! Wer hat ihr denn die Wiener Adresse gegeben? Was steckt dahinter? Das möchte ich auch wissen. Warum zum Teufel regen Sie sich so auf, wenn Ihre Tochter in Ihrem Haus wohnen wird? Das verstehen Sie nicht. Das können Sie nicht verstehen. Die Vivi in der Hofgasse. Furchtbar. Ich habe das Gefühl, ich bin wieder mal zu klug für diese Welt. Hm? Guten Abend, Herr Graf. Guten Abend, Jean. Madame noch verreist? Jawohl, Herr Graf. Guten Abend, Herr Graf. Manon soll kommen. Ah, da bist du ja, Manon. Champagner, Herr Graf. Wenn ich darum bitten darf.
Pardon. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin die Tochter von Frau Born. Ich möchte... Ich weiß Bescheid, bitte. Bitte nehmen Sie doch einen Augenblick Platz. Ich melde Sie sofort an. Bei wem wollen Sie mich anmelden? Einen Augenblick, bitte. Die junge Dame ist gekommen. Ja, gut. Pardon. Wer hat Ihnen gesagt, dass ich kommen werde? Sir George Croft. Fräulein Warren, bitte, wollen Sie nicht... Fräulein Vivi! Ja, welch eine Überraschung. Ich hätte nie geglaubt, dass Sie die Strapazen einer so langen Reise auf sich nehmen würden, nur um das Hotel Ihrer Mutter in Augenschein zu nehmen. Hotel? Ich weiß, um welche Art Hotel es sich hier handelt. Aber Sie werden das doch für sich behalten. Da das alles so lange ein Geheimnis war, ist es wohl besser, es bleibt in der Familie. Oder glauben Sie, es wäre Ihrer Mutter angenehm, einem anderen Schwiegersohn auseinanderzusetzen, aus welchen Geschäften die 35% Gewinn stammen? Und zum Zweck der Fortführung dieser Geschäfte bitten Sie mich, Ihre Frau zu werden. Nein, Fräulein Vivi, Sie soll nichts damit zu tun haben. Jedenfalls nicht mehr als bisher. Nicht mehr als bisher? Wie meinen Sie das? Nun, bitte setzen Sie sich doch. Dass Sie bisher immerhin ganz gut davon gelebt haben. Ich an Ihrer Stelle würde über diese Geschäfte nicht so sehr die Nase rümpfen, Fräulein Vivi. Sie meinen damit, dass ich genauso gemein bin wie Sie? Das sind Sie auch. Und warum bin ich gemein? Weil ich Ihrer Mutter geholfen habe? Meine Mutter war eine sehr arme Frau, die nicht viel andere Möglichkeiten gehabt hat als diese. Aber Sie waren ein reicher Mann und Sie haben dasselbe getan wegen 35%. Ich finde, Sie sind ein ganz gemeiner Schuft. Ja, warum zum Teufel sollte ich 35% Gewinn ablehnen? Wo heutzutage alle vernünftigen Menschen einstecken, was sie können. Ich bin doch ein Narr. Oder würden Sie die Bekanntschaft meines Vetters, des Herzogs von Belgravia, ablehnen, weil er eine Fabrik hat, die ihm 22% einbringt und in der 600 Mädchen angestellt sind, die nicht einmal so viel verdienen, dass sie davon leben können? Wie glauben Sie, erhalten sich wohl die meisten dieser Mädchen? Fragen Sie mal Ihre Mutter. Fräulein Vivi, wenn Sie länger über mich nachdenken, wenn Sie merken, dass ich gar kein so gemeiner Schuft bin. Ich bin überzeugt, dass ich nie wieder einem so vollendeten Lumpen gegenüberstehen werde wie dem Zuhälter meiner Mutter. Weiter, weiter, kleines Fräulein. Ihnen macht Spaß und mich können Sie nicht beleidigen. Jean, kümmere dich um meine Koffer. Vivi, um Gottes Willen. George, haben Sie diese Teufelei angestellt? Dein Kompagnon hat mich über deine Geschäfte informiert. Du Lump. Du gemeiner Lump! Mach, dass du rauskommst, das ist mein Haus! Guten Abend, Toni. Guten Abend. Da hast du recht und hier gehörst du auch her. In diesem Haus hast du wenigstens die Chance, dass dich die Herren der Gesellschaft besuchen. Auf Wiedersehen, Fräulein Vivi. Die Abrechnung für die letzten 6 Wochen bitte ich mir nachzuschicken. Meine Garderobe. Vivi, Kind, ich bin ja so froh. Es ist gut, dass du gekommen bist. Wir wollen uns sagen, was wir uns noch zu sagen haben. Natürlich müssen wir miteinander reden. Aber nicht hier. Deine Gäste sehen mich an, als ob ich zu deiner Ware gehöre. Nicht hier, nicht hier. Komm, komm in mein Zimmer, komm herauf. Sie wollen schon gehen, Sir George? Vorübergehend, Jean, vorübergehend. So, jetzt sind wir wenigstens ungestört. Komm, willst du dich nicht hinsetzen? Zieh dir doch wenigstens die Jacke aus. Mach's dir doch bequem. Nein, unser Gespräch wird ja nur kurz sein. Ich verstehe gar nicht, warum du so verändert bist. Wir hatten uns doch ausgesprochen. Ja, aber du warst nicht ehrlich. Das Wichtigste hast du verschwiegen. Ich glaube, dass jeder Mensch das Recht hat, mit sich selbst zu tun, was ihm gefällt. Dir hat gefallen, aus deinem Körper
eine Handelsware zu machen. Gut, ich habe versucht, dich zu verstehen. Aber dass du andere Menschen dazu zwingst, das Gleiche zu tun, um nicht nur einmal, sondern 10, 20 Mal so viel Geld zu verdienen, mir ekelt vor dir. Warum? Glaubst du etwa, dass es diesen Mädchen schlecht geht? Keine von ihnen ist je bei mir so behandelt worden wie ich, als Abwaschmädel im Waterloo-Bahnhof. Sicherlich ist es kein Beruf, den eine Frau sich zu ihrem Vergnügen auswählt. Weiß Gott nicht. Oft habe ich so ein armes Ding bedauert, wenn sich bemühen musste, irgendeinem halb betrunkenen Kerl zu gefallen, der ein Mädel so belästigt und anekelt, dass die Quälerei mit Geld überhaupt nicht mehr aufzuwiegen ist. Aber sie muss die Unannehmlichkeiten mit in Kauf nehmen und Gutes und Schlimmes gleichmäßig ertragen. Das Wichtige ist, dass man dabei so viel herausschlägt, wie man kann. Das ist in jedem Geschäft so. Warum hast du dieses Geschäft nicht aufgegeben, als du Geld genug hattest und unabhängig warst? Was sollte ich sonst tun? Sollte ich vielleicht sitzen und warten, bis sich die lieben Nachbarn vielleicht doch erbarmen? Nein, hier gehöre ich hin. Das ist nun mal mein Leben. Und wenn ich es nicht täte, wird es doch jemand anders tun. Ich füge also niemandem einen Schaden zu. Und außerdem bringt es Geld. Ich liebe Geld. Wie? Weißt du, wie reich ich bin? Sicher sehr reich. Ach, du bist ja noch zu jung. Du weißt ja nicht, was Reichtum bedeutet. Es bedeutet jeden Tag ein neues Kleid. Es bedeutet die Auslese aller Männer von Europas zu deinen Füßen. Es bedeutet alles, was du brauchst, alles, was du magst, alles, was dein Herz begehrt. So wird es also gemacht. Du musst das alles schon sehr vielen Mädchen gesagt haben, dass es dir so geläufig ist. Nein. Vivi, kannst du nicht das alles hier einfach vergessen? Sicher bin ich das einzige junge Mädchen, das in deiner Gewalt gewesen ist und dem du Gutes getan hast. Mach das doch nicht alles wieder ungeschehen. Ich will dich auch nicht länger belästigen. Wenn ich sterbe, bist du mich los. Es ist umsonst. Wir beide haben nichts gemeinsam, das uns miteinander glücklich machen könnte. Mich können ein paar billige Tränen nicht mehr ändern. Du nennst die Tränen deiner Mutter billig? Sie kosten dich nichts. Wir sind Mutter und Tochter. Ich habe ein Recht auf dich. Wer soll sich denn um mich kümmern, wenn mir mal die Zähne ausfallen? Viele von den Mädels unten haben sich wie Töchter gegen mich benommen und heulten, als sie von mir weggingen. Aber ich ließ sie laufen, weil ich auf dich gehofft habe. Ich bin einsam geblieben um deinetwillen. Du wirst es bleiben. Gut. Dann behalte dich für dich. Aber weißt du, was ich täte, wenn du noch mal ein kleines Kind wärst? Mich erdrosseln vielleicht. Ich würde dich zu meiner richtigen Tochter erziehen und nicht zu dem, was du bist, mit deiner hochnäsigen Visage und deiner Bildung, die du von mir gestohlen hast. Ja, gestohlen! Leugne, wenn du kannst. Was denn sonst? Gestohlen! Nein, ich würde dich in meinem eigenen Hause erziehen. Das würde ich tun. In einem deiner eigenen Häuser. Hier vielleicht! Mein Gott, wie sie ihre Mutter anspeit. Was für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Weil ich meine Tochter anständig erziehen lasse, stößt sie mich zurück, als ob ich die Kratze hätte. Du hast noch immer nicht begriffen, dass es nicht genügt, an das richtige Leben zu glauben. Man muss es auch leben. Jeder wählt seinen Weg und geht ihn bis ans Ende. Nun gut. Aber von jetzt auf werde ich Unrecht tun. Nichts als Unrecht. Und dabei wird es mir gut ergehen. Willst du mir zum Abschied nicht die Hand geben? Nein. Leb wohl. Mutter.
Was ist? Da ist ein junges Mädchen. Sie will Sie sprechen. Wo? Wo ist sie? In der Halle. Soll ich sie heraufholen? Ja. Nein, doch, ich komme. Vivi! Guten Abend, Milady. Bitte seien Sie nicht böse, dass ich um diese Zeit... Aber ich bin gerade angekommen und wusste nicht, wohin. Und weil ich hier noch Licht sah... Sie sagten doch, dass Sie mir helfen werden. Erinnern Sie sich nicht? Milady. Schon gut, Mary. Ich bin ja noch wach. Das sind deine Sachen, hm? Na komm. Ich werde dir zeigen, wo du schläfst.